Hallo meine Lieben, heute geht es nicht um die Verpackung selber, sondern wie ihr die Verpackung zusammenbinden könnt. Und zwar werden wir da ein Geschenkband selber bedrucken und wie ihr das machen könnt, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Heute geht es, wie gesagt, darum, Geschenkbänder zu erstellen und ich habe hier schon mal ein bisschen getestet. Und zwar wollte ich zuerst, es gab von Stuff Deluxe, wo ich sehr viele von meinen Motiven her habe, gab es ein Freebie, wo ich dachte, das wäre super cool. Aber wenn ihr das auf Papier ausdruckt, funktioniert das wunderbar von der Größe her, das funktioniert super. Aber wenn ihr da auf ein Band geht, was eben nicht eben ist, dann erkennt man eigentlich die Motive fast nicht mehr. Zudem seht ihr hier, dass ich wieder mal das Thema mit dem Strich habe. Da habe ich für mich eine Lösung gefunden, die werde ich euch dann auch noch zeigen. Somit habe ich mir überlegt, ich bleibe bei dem Schriftzug aus dem Freebie, behalte den, aber ich nehme ein Motiv, was ich auch verwendet hatte, wo ich euch die Sublimation auf eine Tasche gezeigt hatte. Das ist dieses süße kleine Baby-Rentier und dann eben zusammen mit dem Merry Christmas Schriftzug. Da könnt ihr natürlich noch ganz andere Sachen machen, ne? Ihr könnt den Namen des Beschenkten drauf machen, weil ihr könnt das Band genauso lang machen, wie ihr es braucht. Das finde ich eben das Coole. Was ich euch aber auch noch zeigen wollte, es gibt ja 3 verschiedene Dicken von Bändern. Das sind die 3. Und ich habe das mal ausprobiert. Das, mit dem ich arbeiten werde, ist das mittlere. Und das ist eigentlich auch da, wenn ihr das Design macht vom Motiv, dann passt das wunderbar auf das Band drauf. Wenn ihr das dickere Band nehmt, wird das Design nicht größer, weil wir haben eine vorgegebene Fläche, wie breit der Printmaker drucken kann. Aber ihr habt dann halt einfach noch mehr weiße Fläche um das Design herum und habt hier ein dickes Band dann. Wenn ihr das ganz kleine Band nehmt, müsst ihr entweder das Design kleiner machen oder ihr macht es, also ihr lasst es so und dann druckt es das einfach über den Rand des Bandes hinaus. Hat auch was, aber ist jetzt für heute nicht das, was ich will. Von dem her werde ich beim mittleren Band bleiben. Und hier beim dünnen Band auch noch, wenn wir das drucken, dann gehen wir eben über die Ränder hinaus. Und wenn ihr das jetzt auf dem Tisch macht, dann habt ihr den Tisch dann bedruckt quasi. Aber ich habe hier ganz einfach die Baby Wipes genommen und habe den Tisch danach gereinigt, weil es ist ja eine wasserbasierte Tinte, von dem her hat das wunderbar funktioniert. Was ich hier auch nochmal sagen will, ich habe euch das schon gesagt, als ich euch den Printmaker vorgestellt habe, ist, dass das Ganze natürlich nicht wasserfest ist. Ne? Also ihr könnt da die Bänder nachher nicht waschen oder sowas. Das ist eine ganz normale Druckertinte, die da drin ist. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an und stellen das Design zusammen. Für das Design verwende ich eben ein Motiv von Stuff Deluxe und ich werde euch unten auch, wie für alle anderen Sachen, auch den Link reinmachen. Da habt ihr bei Shop Digi-Stamps. Da habt ihr ganz viele süße Motive. Ich suche nur kurz das, was ich verwendet habe. Hier haben wir es. Digi-Stamp Rentier Baby Button. Das ist die Datei, die ich gekauft habe und verwendet habe. Der Schriftzug, wenn ihr hier auf Freebie geht, dann habt ihr hier diesen Bären, die Winterzeit, und da habt ihr dieses Merry Christmas drin. Wir könnten eigentlich auch eine schöne Winterzeit verwenden. Aber ich bleibe jetzt mal beim Merry Christmas, das ist das, was ich euch gezeigt habe. Hier drin habt ihr 3 Arten von Papier. Ihr habt den kleinen Teddy mit dem Halstuch in rosa, blau und gelb und einmal in gelb mit Sternen. Dann Merry Christmas, eine schöne Winterzeit und das Ho 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 und das als Freebie. Also das kann ich definitiv empfehlen, wie alle anderen Sachen auch. Ich liebe diese Motive
von Stuff Deluxe. Ich finde die einfach super süß. Von dem her verwenden wir das. Jetzt, um mit dem Printmaker zu arbeiten, arbeiten wir mit der entsprechenden App dazu. Da kann ich, also ich habe mir die Motive als Bild gespeichert in meinen Fotos drin. Und da kann ich über Tools ganz einfach sagen Images und dann die Motive aus meiner Foto-Library holen. Und wenn ihr das aus der Foto-Library holt, dann könnt ihr das eben bei euren Fotos anklicken und dann verwenden sagen. So, jetzt habe ich hier mein kleines Rentier und das Merry Christmas. Mache ich noch ein kleines bisschen kleiner. Und dann gucke ich jeweils drauf, weil ich will hier das Ganze wiederholen, dass ich denselben Abstand habe. Das heißt, ich habe hier einen bestimmten Abstand zwischen diesen beiden Elementen und dann gucke ich auch, dass das hier in etwa die Hälfte von hier ist und dass ich hier drüben auch nochmal die andere Hälfte habe. So dass, wenn sich das wiederholt, ich immer denselben Abstand habe. Um den Arbeitsplatz anzupassen, gehe ich auf Canvas. Und jetzt kann ich den auch in der Größe anpassen. So dass eben diese Hälfte und diese Hälfte in etwa gleich ist wie das hier. Jetzt hatten wir ja vorhin das Thema mit dem Strich, den es gibt. Moment, wo haben wir das? Hier. Na, bei dem Band hatte ich jedes Mal so einen schwarzen Strich nach jedem Design. Und ich hatte das manchmal und manchmal hatte ich das nicht und ich habe nicht verstanden, wann es das gibt und wann nicht. Und ich habe festgestellt, wenn ich den Canvas einmal auf schwarz wechsle und dann wieder zurück auf weiß, dass ich dann die Striche nicht habe. Da ist irgendein Fehler drin, aber so sollte das eigentlich funktionieren. Ich mache dann kurz auch noch einen Testdruck, damit ich sicher sein kann, dass das auch funktioniert. Jetzt gehe ich auf Print und ich mache mal zweimal wiederholen und gehe dann da auf ein Sudelblatt, um zu gucken, ob ich eben diesen Strich nicht habe. Ich musste hier kurz nochmal raus, weil der war nicht verbunden. Jetzt versuchen wir das nochmal. Zweimal drucken, Send to Printer. Jetzt sollte es funktionieren. Will er irgendwie nicht heute. Dann speichere ich das kurz. Das ist wirklich, ich liebe dieses Teil, aber die App selber ist eine Herausforderung, muss man so sagen. Von dem her, wenn dann gar nichts mehr funktioniert, dann mache ich das ganz einfach so, dass ich die App komplett zumache. Das heißt nicht nur schließe, sondern wirklich komplett schließe. Und dann das Ganze nochmal versuche. So, jetzt können wir das kurz austesten, wie das aussieht. Wunderbar. Ihr seht, ich habe hier keine schwarzen Striche. Das heißt, ich brauche hier die richtigen Einsätze. Das gibt es für die großen, für die kleinen. Und ich mache das mit dem Band jeweils so, dass ich einfach gucke, wie lange brauche ich das. Und ich fädle das bis zum Ende von da, wo ich das brauche. Weil wenn ich jetzt hier starten würde, dann würde ich einen Teil verlieren. Das will ich natürlich nicht. Und deshalb ziehe ich da einfach so lange, wie ich das brauche. Ihr werdet dann nicht alles sehen, weil ich gehe vom einen Tischende zum anderen. Und ich versuche mal so viel davon wie möglich auf die Kamera zu kriegen. Das heißt, ich starte hier drüben. Jetzt muss ich dem natürlich sagen, dass ich nicht einmal wiederholen will, sondern Infinite. Das heißt, der wiederholt dann die ganze Zeit. Jetzt leuchtet der rot, das heißt, ich muss den kurz noch laden. Wir stoppen hier kurz und machen nachher weiter. So. Ich stelle dann jetzt hier rein. Dann halte ich auf einer Seite mit dem Finger einfach das Band fest. Dann sage ich hier drucken. Und jetzt fahre ich mit dem Ding
einfach entlang des Bandes. Der hat jetzt hier unterwegs aufgehört. Das heißt, ich gucke einfach, dass das Licht wieder da startet, wo ich ihn haben will. Und dann machen wir von da weiter. Hat nicht ganz geklappt, aber nun ja. So. Und dann bin ich eigentlich auch schon durch damit. Und ganz am Ende hat es eben ein bisschen auf den Tisch gesaut. Kein Thema, kann ich einfach abwischen. Ich hatte hier den Anfang nicht ganz erwischt, aber ihr seht jetzt, wenn ich das so abschneide, dass ich hier wunderbar mein eigens gedrucktes Geschenkband habe. Und so einfach, das heißt, wenn man das Gerät geladen hätte, dann hätte es auch ein bisschen besser funktioniert. Aber eben so einfach könnt ihr euer eigenes Geschenkband drucken. Also wenn ihr jetzt da mit dem Finger drüber geht, ist es kein Thema, aber eben ist es nicht wasserfest. Aber in der Regel macht man Geschenke ja auch nicht ins Wasser, ne? Und eben, ihr könntet da Namen drauf machen, ihr könnt irgendwas auf Deutsch schreiben. Was auch immer ihr auf so ein Geschenkband draufbringen wollt, könnt ihr draufbringen. Das finde ich eben das Coole. Und ihr müsst halt einfach darauf achten, anders als beim Papier hier, ne, wo ihr ziemlich klein gehen könnt und das trotzdem immer noch erkennbar ist, ist es durch diesen rauen Stoff, ja, müsst ihr, ich würde ein bisschen größer gehen, als wenn ihr das auf Papier macht, von dem her. Sucht euch da ein geeignetes Design und so einfach könnt ihr dann selber ein Geschenkband machen und eure Geschenke damit beschmücken. Das war auch schon das, was ich euch heute zeigen wollte mit dem Tipp, wie ihr Designs selber machen könnt, wie es aussieht auf den verschiedenen Größen an Bändern und auch eben, wie ihr diesen Strich rausbekommt, den es teilweise bei den Designs gibt. Einfach auf schwarz den Hintergrund einmal, dann wieder auf weiß und dann sollte das weg sein. Ich hoffe, euch hat das Video und die Idee gefallen und dass ihr da Lust habt, das selber auch auszuprobieren und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! Everyone's having a good time. I hear the jingle bells, people singing about love.